Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Der Psychologieprofessor Kenji Murai befindet sich in einer psychiatrischen Klinik in Tokio und wird dort von einer Gruppe von Ärzten besucht, die ihn zu den Ereignissen befragen, die ihn dorthin geführt haben. Murai erklärt, dass er trotz des Todes von nur 2 Mitgliedern seiner Gruppe der einzige war, der gerettet wurde. Und dann erzählt er die Geschichte seiner Gruppe von Tagesausflüglern auf einer Yacht. Murai, der reiche Industrielle Masafumi Kasai, der Eigner der Yacht, der Kapitän Noyuki Sakuda, sein Assistent Senso Koyama, der Starschriftsteller Itsuru Yoshida, die professionelle Sängerin Mami Sekiguchi und die Studentin Akeko Soma. Ein plötzlicher Sturm bringt die Yacht fast zum Kentern. Das Boot bleibt zwar aufrecht stehen, wird aber während des Sturmes schwer beschädigt und treibt unkontrolliert herum. Die Gruppe erreicht eine scheinbar verlassene Insel und beginnt sie zu erkunden. Sie stoßen auf Teiche voller frischem Regenwasser und einen Wald voller ungewöhnlich großer Pilze. Als sie die Insel überqueren, stoßen sie am Ufer auf ein Schiffswrack, dessen Segel verrottet sind und dessen Inneres mit einem mysteriösen Schimmel bedeckt ist. Murai liest das Logbuch des Schiffes und warnt sie, die Pilze nicht zu essen, da sie giftig sein könnten, da ehemalige Besatzungen nach dem Verzehr Halluzinationen hatten. Als sie feststellen, dass der Schimmel durch Reinigungsmittel abgetötet wird, arbeiten sie heran, ihn vom Schiff zu entfernen. Und dabei beginnen sie zu vermuten, dass das Schiff mit Atomtests in Verbindung steht, die in der Nähe der Inseln durchgeführt wurde, wobei der resultierende Niederschlag eine bizarre Mutation verschiedener in der Umgebung heimischer Organismen, einschließlich der Pilze, verursacht hat. Im Laufe der Tage wird die Gruppe unruhig, da ihre Vorräte an Lebensmitteln zur Neige gehen. Kasai weigert sich jedoch, bei der Suche nach einem Weg von der Insel zu helfen und besteht darauf, alleine in der Kapitänskajüte zu leben. Eines Nachts, als Kasai die Lebensmittelvorräte plündert, wird er von einem grotesk aussehenden Mann angegriffen, der sofort verschwindet, nachdem er der Gruppe begegnet ist. Ein betrunkener Yoshida beschließt, die Pilze wegen ihrer halluzinogenen Eigenschaften zu essen. Nach einem Handgemenge mit Koyama wegen Mami zieht Yoshida eine Waffe und erklärt, dass er mit den Frauen machen wird, was er will, nachdem er die anderen ermordet hat. Von den anderen überwältigt wird Yoshida in die Kapitänskajüte gesperrt, wodurch Kasai ironischerweise hinausgeworfen wird. Kasai versucht währenddessen, Yuki zu überreden, zusammen mit dem Essen und der reparierten Yacht zu fliehen. Naoyuki weist diesen Vorschlag heftig zurück, fesselt Kasai jedoch eine unbestimmte Zeit später und flieht mit dem gesamten gesammelten Essen, einschließlich Koyamas geheimen Vorrat, den sie gehortet hatten, um Geld von Kasai zu erpressen. Angesichts dieser schrecklichen Aussicht befreit Mami Yoshida und sie versuchen, das Schiff zu übernehmen, wobei sie Senso erschießen und töten. Murai und Kasai gelingt es, Yoshida die Waffe abzunehmen und die beiden vom Schiff zu zwingen. Einige Zeit später wird Kasai von Mami konfrontiert, die ihn dazu verleitet, ihr in den Wald zu folgen und die Pilze zu essen. Der ständige Regen hat zu wildem Pilzwachstum geführt und Kasai erkennt, dass diejenigen, die die Pilze gegessen haben, sich selbst in menschenähnliche Pilzkreaturen verwandelt haben. Die Pilze sind allerdings sehr köstlich und man kann ihnen nach dem ersten Bissen nicht mehr widerstehen. Kasai isst die Pilze, halluziniert Szenen von Tokios Nachtleben und fällt zwischen den Kreaturen auf die Knie. Murai findet die treibende Yacht und schwimmt darauf zu. Er findet eine Notiz von Naoyuki, auf der die Namen der Toten auf der Insel aufgelistet sind und wie er, da ihm Nahrung und Energie ausgegangen sind, beschlossen hat, ins Meer zu springen. Andere, die sich in Pilzkreaturen verwandelt haben, greifen Akiko und Murai an. Sie werden getrennt und Akiko wird entführt. Als Murai sie ausspürt, entdeckt er, dass sie mit Pilzen gefüttert wurde und zusammen mit Mami, Yoshida und Kasai unter deren Einfluss steht. Murai versucht, Akiko zu retten, wird jedoch von den Pilzkreaturen überwältigt und flieht ohne sie. Er gelangt auf die Yacht und flieht von der Insel. Mehrere Tage später wird Murai endlich gerettet. Während er im Krankenhaus wartet, beginnt er sich zu fragen, ob er bei Akiko auf der Insel hätte bleiben sollen. Sein Gesicht zeigt Anzeichen einer Pilzinfektion. Murai sagt danach, dass es egal war, ob er blieb oder nicht, aber er wäre dort mit Akiko glücklicher gewesen. Der Bildschirm wird ausgeblendet, als Murai bemerkt, dass sich Menschen nicht zu sehr von Pilzwesen unterscheiden. Der Film erschien am 11. August 1963 in japanischen Kinos, wobei er fast verboten worden wäre. Das Make-up der Schauspieler, vor allem im Kopfbereich, ähnelten den Entstellungen der Opfer von Hiroshima und Nagasaki.
Auch, dass die Matango immer nur dann erscheinen, wenn es dunkel ist, kann damit zusammenhängen. Im Museum von Hiroshima wird unter anderem die Geschichte von Mr. X erzählt. Dieser überlebt den Abwurf, doch konnte danach nicht mehr bei Tageslicht rausgehen, da seine Haut brannte. Und damit war es mit den schlechten Nachrichten allerdings noch nicht vorbei. Der Film wurde, vielleicht auch genau deswegen, von den Kritikern zerrissen. Dies führte dazu, dass Matango der erste Film von Ishiro Honda wurde, der nicht in die amerikanischen Kinos kam, sondern direkt im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film niemals nach Deutschland kam. Im amerikanischen Fernsehen wurde er mehrere Jahrzehnte immer wieder ausgestrahlt, doch ab den 90er Jahren verschwand er fast augenblicklich. Honda dachte Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung über Matango nach und erklärte, es sei ein Kommentar zur Rebellenära, in der die Menschen drogenabhängig wurden. Wenn man erst einmal süchtig ist es eine hoffnungslose Situation. Er fügte hinzu, dass, egal wie gut die Leute befreundet sind, selbst wenn es die allerbesten Freunde sind, unter bestimmten Umständen die Dinger sehr hässlich werden können. Schauspieler Akira Kobo erklärte, dass von den wenigen Filmen mit Monster- oder Weltraumthemen, in denen er mitgespielt hatte, Matango sein absoluter Lieblingsfilm war. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Die Geschichte von Matango ist für die damalige Zeit sehr mutig gewählt, aber auch filmisch sehr gut umgesetzt. Es ist einer der wenigen Filme von Ishiro Honda, in dem es kein Happy End gibt. 9 Gs. Bei den Effekten von Matango zähle ich auch die Ausstattung des Sets sowie die Auswahl der Drehorte hinzu. Die Aufnahmen auf der Insel sind sehr gut gewählt und die Kulissen sind absolut top und stimmungsvoll. Das Make-up während der Verwandlung zu den Matangos kann sehr überzeugen. Die Kostüme der Matangos allerdings wirken nicht so glaubhaft, was aber der Zeit geschuldet ist. Gerade deswegen wirken sie auch etwas surreal. 10 Gs. Die Musik ist nicht schlecht und passt zu diesem Werk. Allerdings hat sie keinen Wiedererkennungswert wie die Musik von Akira Ifukube oder anderen. Trotzdem gefällt sie mir. 8 Gs. Den Film gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Somit haben wir die japanische Originalfassung gesehen. Selbstverständlich kann man nur wenig verstehen, das macht allerdings der Stimmung wenig aus. Regisseur Honda spielt gut mit Licht und Dunkelheit. Gerade die Szenen bei Nacht sind super gut geworden. Der Film an sich ist auch sehr düster angelegt und die Schauspieler bringen sehr gut die Verzweiflung und die bösen Seiten der menschlichen Natur rüber. 8 Gs. Damit komme ich auf 35 von 40 Gs. Die Handlung folgt einem roten Faden und der Zuschauer wird immer wieder mit einem leichten Schocker in die düstere Atmosphäre des Films gezogen. Die Entwicklung der Charaktere ist dabei immer klar zu erkennen. 10 Gs. Die Tricktechnik ist fast perfekt. Die Verwandlung der Menschen, das Pilzwachstum bei Regen usw. hat keinen Schnitzer. Einzig die Szenen auf dem Boot lassen sich klar durchschauen. 9 Gs. Nachdem auf dem Boot die Musik noch abenteuerlich und fröhlich war, so wurde sie im Laufe des Films immer düsterer und das Leitmotiv der Matango ist schön gruselig. 8 Gs. Die Spannung wird permanent nach oben getrieben. Der Sturm, die Albträume, das Schiffswrack und die ersten Kontakte mit dem Matango schrauben die Spannung immer weiter nach oben und erst kurz vor Schluss erreicht sie ihren Höhepunkt und wird danach durch die Verwandlung von Morai noch einmal nach oben getrieben. 10 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 37 Gs. Und zusammen mit Sven seinen 35 Gs kommen wir damit insgesamt auf 36 Gs. Matango ist ein eindringliches Werk, das die Themen Isolation, Wahnsinn und die dunklen Seiten der menschlichen Natur darstellt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Bis dann. Es war Frankenstein.